Wir möchten die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kundinnen und unserer Kunden möglichst gut verstehen. Wir möchten möglichst gut verstehen, wie unsere Kundinnen und Kunden mit dem Fahrzeug interagieren. Um das zu erreichen, verarbeiten wir Daten. Die Ansprüche an das moderne Fahrzeug machen die Erhebung und Verarbeitung von Daten unerlässlich. Durch die Verknüpfung von verschiedenen Datenquellen können wir schneller, effizienter und besser Produkte und Services für unsere Kundinnen und Kunden entwickeln. Dabei steht der Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden stets im Mittelpunkt. Das Parking Monitoring Produkt ist bei uns die Erhebung von anonymisierten Parkdaten nach expliziter Zustimmung der Kundinnen und des Kunden. Das heißt, wir erheben den Zündstand, die GPS-Position, die Fahrzeuggröße, um daraus anonymisiert ein Parkplatzprodukt über Park-in- und Park-out-Events zu machen. Das heißt, ob eine Person einparkt oder ausparkt. Das Ganze kommt Kommunen oder Städten zugute, dass wir durch diese Parkdaten Parkmanagement in die Zukunft ausrichten können und da ein bisschen schauen können, hey, wo ist Bedarf an zusätzlichen Parkflächen. Gleichzeitig kommt es auch unseren Mercedes-Benz-Fahrern zugute, da diese wieder durch die Visualisierung der freien Parkflächen einfacher Parkplätze finden. Was ist der Slippery Road Use Case? Über die vernetzte Mercedes-Benz Kundenflotte senden wir Glätte-Events, wenn es ESP- oder ABS-Eingriffe gab, an die Mercedes-Benz Cloud. Natürlich nur, wenn unsere Kundinnen und Kunden über die Mercedes-Me-App dem Ganzen zustimmen. In der Cloud werden die Daten dann anonymisiert und validiert. Sobald das geschehen ist, senden wir diese Daten weiter an die Straßenmeistereien, damit diese ihren Winterdienst effizient und effektiv gestalten können. Wie kam es eigentlich zur Partnerschaft mit dem Zollernalbkreis? Der Zollernalbkreis und wir pflegen eine langjährige Partnerschaft mit viel Vertrauen. Der Zollernalbkreis ist ein sehr innovativer Landkreis mit einem eigenen Digitalamt und zusätzlich schaut der Zollernalbkreis immer darauf, wo kann man durch digitale Lösungen Mehrwerte schaffen. Wir brauchen für den Straßenbetriebsdienst einfach eine gute Grundlage, gute Daten, damit wir wissen, wo wir tätig werden müssen, wo es Probleme geben kann. Und die bisherigen Daten, die wir gerade im Winterdienst haben, sind relativ grob aufgelöst. Es sind 3-4 Messpunkte, stationär, 100 Meter weiter kann es schon wieder anders aussehen. Und dann war bei uns die Überlegung, ja, wer hat denn bessere Daten? Das sind die Fahrzeughersteller und aufgrund der räumlichen Nähe auch zur Firma Mercedes-Benz haben wir da den Kontakt gesucht und hat sich diese sehr gute Zusammenarbeit entwickelt. Über den Mercedes-Benz Dashboard habe ich die Möglichkeit, Glätte-Events abzurufen. Ich kann die Daten abrufen über das Datum und die Uhrzeit und GPS-Position. Ich habe dann noch die Möglichkeit, über den Deutschen Wetterdienst Daten einzusehen mit den Temperaturen, wo herrschen in einem oberen Luftbereich. Die Bodentemperatur zeigt es mir dann an und kann daraus auch dann Schlüsse ziehen, wie gegebenenfalls der Straßenzustand in diesem Bereich ist. Ich kann daraus auch wieder schließen, ob Nässe überfriert oder Schneefall die Straße beeinträchtigt. In dieser Kombination gebe ich es weiter an einen Mitarbeiter der Straßenmeisterei mit dem Winterdienstfahrzeug. Er kann dann die Gefahrenstelle gezielt anfahren und dort einwirken, indem er die Strecke abstreut oder gegebenenfalls räumt. Wir sind dadurch effizienter und schneller, um die Gefahrenstelle zu beseitigen. Ja, es geht hier um Qualitätssicherung, um Wirtschaftlichkeit natürlich auch. Ja. Und wir haben eben die Möglichkeit, anhand dieser Daten unsere betriebliche Steuerung zu verbessern. Wir haben aber auch die Möglichkeit, in der Nachschau dann zu gucken, ja, wie hat sich das ausgewirkt, gibt es irgendwo Stellen, wo besondere Probleme machen, wo man vielleicht auch dann im kommenden Winter ein anderes Konzept dann machen müssen. Das ist ein Teil der Idee und der andere Teil ist eben auch der volkswirtschaftliche Nutzen durch eine bessere Qualität im Winterdienst, sprich weniger Glattstellen, im Ergebnis auch weniger Unfälle zu haben, um so die Verkehrssicherheit und die volkswirtschaftlichen Kosten des Straßenverkehrs eben zu verbessern.
Bei Mercedes-Benz versuchen wir auf Basis von Daten Produkte zu entwickeln, die wirklich Mehrwert für den Anwender generieren. Dazu arbeiten wir eng im Austausch mit der Straßenmeisterei im Zollernalbkreis zusammen, die unsere Produkte dann direkt auf Herz und Nieren überprüfen. Ein konkretes Feedback des Zollernalbkreises war es, Daten des Deutschen Wetterdienstes in das Dashboard mit einzubinden. Das haben wir dann über den Mobility Data Space gemacht und so kann der Zollernalbkreis direkt die Daten des Deutschen Wetterdienstes in unserem Dashboard angezeigt bekommen. So hat er alle Daten in einem Blick und muss nicht zwischen Dashboard und Dashboard hin und her springen. Als innovativer Landkreis und auf Basis dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit werden wir in der Zukunft weitere Produkte mit dem Zollernalbkreis verproben. Dazu gehört zum Beispiel unser Verkehrszeichenerkennungsprodukt oder die Erkennung von Spurmarkierungsqualitäten. Für die Mobilität der Zukunft müssen wir unsere althergebrachten Sichtweisen und Herangehensweisen verändern. Wir müssen uns ausrichten auf eine menschenzentrierte und umweltzentrierte Mobilität. Und deswegen ist die Vernetzung der Mobilität extrem wichtig und wir wollen diese zusammen mit dem Mobility Data Space gestalten.